dich? Also NCAA und NFL-Vergleich hattest du ja eben equipmentmäßig angesprochen. Wie ist es denn footballtechnisch? Also guckst du lieber College Football, dadurch, dass du da mehr mitbekommen hast? Oder denkst du eher so, Ja, also NFL ist ja, trotzdem so NFL eine Sache? ist natürlich immer noch, aber Ja, ähm, College war auch das erste, was damals 88, 89, 90 gab es. Kabelfernsehen war neu, das, wenn man das heute kennt, Alter, wie alt ist denn der? Super 8 Film. ist alles nicht so lange her. Kabelfernsehen fing an und es gab den sogenannten Sportkanal. Und der Sportkanal fing an, entweder 2 Stunden Zusammenschnitte oder teilweise sogar live College Football zu zeigen. Damals Notre Dame, Miami, Florida State, Brigham Young. Und da fing ich schon an, mich für College zu interessieren, weil da Mörderstimmung im Stadion und natürlich passiert da auch mehr im Sinne von, es geht auch mal was schief, weil die Jungs natürlich emotional ganz anders involviert sind. Aber da dann schon Blut geleckt Ja, und durch die Missouri-Einblicke passiert es oft, dass ich mir so eine Samstagnacht um die Ohren hau und Sonntagmorgen um 6, 7 in die Kiste gehe und dann gucke ich Sonntagabend über den Game Pass nur noch Red Zone, weil ich nicht mehr aufnahmefähig bin oder auch gar nicht mehr die Lust habe, mir so ein ganzes Spiel anzugucken. Ja. Also wenn ich die Wahl habe, ziehe ich College vor. Und jetzt nicht nur Missouri, sondern habe da jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten YouTube sehr schätzen gelernt, weil man darüber inzwischen auch die Möglichkeit hat, auf Spiele zurückzugreifen. genau. Dann lieber College mit allem Vor- und Nachteilen. Ja. Einmal jeden Abend, jeden Rose Bowl der letzten Jahre. So ungefähr, ja. Oder Notre Dame hat ja jetzt in Covid-Zeiten einen extra Kanal dafür aufgemacht. Die nennen das die Schatztruhe, The Vault. Und da sind Spiele dabei. Also wer mal sehen möchte, mit was für einer Bildqualität wir in den 80ern unterwegs wären, der muss dann einfach mal Notre Dame gegen Michigan und ihr müsst auch nicht auf dem Fernseher kloppen. Der ist nicht kaputt. Das Bild war damals nicht 16:9. Das ist so schmal. Also die Balken, die schwarzen links und rechts, das soll so. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt über Kansas City oder sowas, gucke ich mir natürlich auch so ein NFL-Spiel gerne mal an. Weil es ist wieder was ganz anderes. Also letztes Jahr war ich gesundheitsbedingt nicht drüben, aber 2018 hatte er mir zum Beispiel Karten besorgt. Season Opener gegen die 49ers. Das war das, wo Garoppolo sich das Knie zerbröselt hat. Und die waren erster Spieltag und auch da wieder unglaublich. Der Stern brannte vom Himmel und es war schon Woche 3, also die ersten beiden Wochen waren für Kansas City auswärts und die haben da inzwischen auch aus Sicherheitsgründen so eine Art Metalldetektor, wie wir das vom Flughafen kennen. Und vor mir die Schwester, die hat das Tor mal um einen Meter versäumt. Die ist gegen das Gittertor gelaufen, weil die hatte da beim Tailgating schon ein bisschen Gas gegeben. Jackie Cola, ole ole und stumpf gegen die Tür. Und wir hatten das aber mit dieser Metalldetektor-Geschichte, das war wohl neu, keine Ahnung. Ich glaube, es waren noch 4 Minuten 50 im ersten Quarter zu spielen, bis ich auf meinem Platz war. Und wir waren jetzt nicht irgendwie, und stimmungsmäßig ist natürlich, gerade Kansas City, die haben ja immer so ein Battle mit Seattle, wer hat das lautere Stadion. Oder im Jahr davor war ich zum Spiel gegen San Diego und gegen San Diego, da haben die gespielt wie eine Karre Mist in der ersten Halbzeit. Da sind Leute in der Halbzeit wutentbrannt abgehauen. Ja, geht ja ganz schnell bei einem. Ja, also so eine Karte ist ja nicht billig. Ja. Ja, und das ging in Overtime und es war biggest come from behind victory in Kansas City Chiefs history. Falls ich noch rausgehe, hat mich einer getackelt, weil auch war voll, aber war so glücklich. We won! Ich sag, Alter, bist du voll? Ja, merke ich. Also ist dann auch was, oder hinter mir einer, der hat jeden Spielzug kommentiert. Richtig, also er wusste offensichtlich, wovon er sprach. Ja. Ich drehte mich dann irgendwann mal so vorsichtig um. Der hatte nicht nur ein Fernglas dabei. Wie gesagt, er spielte Kansas City gegen San Diego. Der Typ von Kopf bis Fuß in New York, Jets-Klamotten. Ich so, Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, die Jets-Fans sind nochmal eine Sache für sich. Ja. War beeindruckend, was der Typ alles drauf hatte. Ja, ich gehe mit dem Fernglas ins Stadion, ist richtig. Hast du auch noch jemanden dabei, der stenografiert? Oder? Also man kann da schon eine ganze Menge erleben.
Aber wenn ich die Chance habe, das war ja damals das Motto, unter dem ich, als ich damals mit Jürgen Helwig sprach, 99 zu den Devils, ich sage, Jürgen, so dicht dran wie möglich und so viel Scheiße labern wie möglich. Ja. Diese Kameradschaft, dieses Wir-Gefühl, Ja. einfach Teil des Ganzen, das ist Spaß. auch der Motor nach wie vor. Das ist ja im College, da kommen die Jungs, die sehen mir ja mein Alter in Anführungsstrichen ja nur auch an, also dass ich da älter bin als der 19-, 20-jährige Ja. Student Assistant und kommen dann auch mit dir ins Klönen und was, du kommst hier aus Deutschland rüber, verbringst hier deinen Urlaub, um Ja. unsere Klamotten zu machen, und das ist natürlich, Eine ich sag mal, das ist Respektsache. das ist deine Respektsache, dass dir die Jungs mit Respekt begegnen und das ist eben eine Bezahlung. Also natürlich sitzt du dann da abends so, alter Vater, das war mal wieder ein langer Tag heute, so 12, 16 Stunden. Aber wenn du dann nach Florida da mit so einem 16-Sitzer geflogen wirst oder mit einem Rockstar-Bus, da sind da Betten mit drin, kriegst zu futtern, legst dich hin, oh, Thursday Night Football, hast da in deiner Koje deinen eigenen Fernseher und pennst dann irgendwann an und dann wachst du am nächsten Morgen in South Carolina auf. Das sind natürlich Sachen so, hey, das, wie gesagt, das kannst du mit Geld nicht kaufen und Ja. dieses hinter den Kulissen, wie Coaches auch mit Situationen umgehen, in der Niederlage, in dem Sieg und die Ja. Jungs dann nochmal wieder motivieren. Ich hab das gehabt. Und da haben wir in Florida gespielt und wir haben böse gekriegt in dem Spiel vor 3 Jahren. Und ich habe dann immer das Whiteboard für den gehalten, wenn der da Spielzüge aufgemalt hat. Und seine Jungs gegenüber, ich stand immer hinter ihm, die sitzen da ja dann im Halbkreis und seinen Jungs gegenüber, Jungs, und da geht noch was und drehte sich um und als wenn der eine Maske ablaf, als er sich zu mir drehte, als seine Jungs ihn nicht mehr sehen konnten, da sahst du eigentlich, wie es wirklich in ihm aussah. Der Junge war am Boden zerstört, aber in dem Moment, wo er sich wieder umdrehte und mit seinen Jungs gesprochen hat, da war wieder, hey, we still got a fighting chance und gib alles und geil, dass ihr das immer noch so macht und also die Jungs immer motiviert. Ich sag mal, wenn es läuft, dann sind wir alle die nächsten Vince Lombardis, aber das waren so Momente, wow, das zeichnet so ein Coach aus. Ich habe da auch andere Leute kennengelernt, Defense-Koordinatoren, da war ja das Wort eine F-Bombe. Get the fuck out of here, bla bla. Und was hast du jetzt gesagt? Und das merkst du dann eben auch, irgendwann merkt so ein Spieler das eben auch, oder auch, ja, wenn da nicht so viel Substanz dahinter ist. Ja. Wenn da nicht so ganz viel Licht auf der Torte ist, dann ist so ein Coach auch schnell mal draußen. Ja. Ja. Gibt es Also, in Deutschland ja auch. Aber ja, aber ich sag mal, da drüben ist das natürlich auch schnell mit Kohle verbunden. ja. Das sind ja teilweise Probleme, ja, müsst ihr mal googeln, Stichwort Louisville. Wenn du da auf einmal eine 14 Millionen Abfindung zu zahlen hast, hat aber der nächste Coach schon wieder auf der Uhr. Also Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn du da einen guten Equipment-Manager, den nimmst du ja nicht wahr. Der steht in der 3. Reihe, wenn es läuft, wunderbar. Einen Equipment-Manager nimmst du immer nur, sieht eine TV-Kamera immer nur, wenn das Face Mask auf einmal schief hängt oder das Trikot in Stücken von seinen Schultern und das muss kurz gefixt werden. Aber für den Rest fliegt man ja so tief unterm Radar und das ist natürlich der Vorteil. Ja, das stimmt. Man kann Und sehr das- gut beobachten. Ja, man kriegt alles mit und wie gesagt, wenn ich da drüben als Coach aufgelaufen wäre, hätte ich sicherlich nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Weil Amerikaner sind ja dann, oder Coaches generell, sind ja immer so ein bisschen paranoid. Ja, nee, der soll hier nicht abgucken. Ja. Und so, und natürlich auch dadurch, dass ich das seit so vielen Jahren mache, kann ich mich dann ja schon mal in so ein Meeting mal mit reinsetzen, wenn es mich dann mal interessiert. Mensch, wie bereiten wir uns jetzt auf diesen Gegner vor? Ja, das ist doch sehr cool. Weil du weißt, pass auf, da auf der anderen Seite spielt der und der Quarterback oder die haben eine geile Front Seven. Was machen wir denn da? Denn das ist unter der Woche im aktiven Training teilweise schon sehr verwirrend. Ja. Das hat mich auch lange Zeit gekostet, um das zu begreifen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Weil da tragen sie dann zwar auch eine Nummer, aber dadurch, dass hast du ja dann alle 110, 120 Mann, das ist ja nicht die Nummer, die sie, nicht zwingend die Nummer, die sie im Spiel tragen. Richtig. Beziehungsweise da sind ja dann immer mal leichte Rosterbewegungen.
wer ist jetzt Starting, wer ist jetzt Second String und wer darf sich am Wochenende wirklich umziehen. Und das sind so Sachen, da habe ich am Anfang erstmal überhaupt nicht begriffen. Ja, da sind 60 Mann in Weiß, da sind 60 Mann in Schwarz. Wer ist denn diese Woche schwarz, wer ist diese Woche weiß? Also wer trägt diese Woche die schwarzen Trikots, die Offense oder die Defense? Ja. Das ist dann auch immer so ein interne Competition, weil die Farben von Missouri sind schwarz-gelb, schwarz-gold. Und schwarz ist da drüben immer, das sind die Jungs, die in der Vorwoche besser abgeliefert haben. Okay. Und Cool. deswegen muss man da immer mal gucken, was ist denn diese Woche angesagt, warum, wieso, weshalb. Und Ich denke mal, du hast auch dadurch eine Art Übersicht erlangt, die nicht mal vielleicht der Head Coach einfach so aus dem Stegreif raushauen ja, könnte. so weit würde ich jetzt nicht gehen, Also weil ich nur- eben auch einen anderen Blickwinkel habe. Genau, ich meine jetzt nicht footballtechnisch, ich meine eher so, wer Nein, also, wie ja, sich genau. entwickelt. Also man hat da in der Zeit, haben wir natürlich auch NFL-Scouts erlebt und ein guter NFL-Scout guckt sich eben nicht nur das Training an und spricht danach mit den Coaches. Der geht aus deutschen Datenschutzgründen, würdest du denken, das geht doch gar nicht. Der geht dann darüber in die medizinische Abteilung und unterhält sich mit denen erstmal. Aber wir haben das auch schon gehabt, dass so ein NFL-Scout rübergekommen ist und sich mit dem Equipment Manager unterhalten hat, weil wie gibt sich so ein Spieler, wenn kein Coach drum ist? Ist das jetzt hier der dicke Macker? Hey, Alter, ohne mich wärst du sowieso nicht hier. Ich bin der Grund, warum du hier bist. Jetzt gib mal zu, dass ich hier die Handschuhe, dass ich das Ja. kriege und dem Coach gegenüber dann ja, Sir, nein, Sir und oder eben andere, die wissen, die das eben zu schätzen wissen, dass du dir da die Zeit um die Ohren haust. Also auch die Leute, die das beruflich machen, die dafür teilweise sehr gut bezahlt werden, aber eben auch Stunden kloppen wie bekloppt. Also Ja. ich weiß drüben, die Ehefrauen sagen, aber während der Football-Saison bin ich alleinerziehende Mutter. Weil Richtig. Ja. mein Mann haut morgens früh ab und kommt spät oder ist dann immer noch mal was zu tun. Und, aber auch da habe ich durch den Personalwechsel innerhalb des Equipment Rooms verschiedene Stufen der Eskalation der Organisation kennengelernt oder Leute, die da angefangen haben und dann ihr eigenes Programm übernommen haben. Habe da einen besucht, das war eine Division 2 Schule, Southern Illinois, wie das denn da ganz anders abläuft. Aber du lernst Menschen anders kennen, wo du dann auch sagst, ja Mensch, das ist ja wunderbar, auf dem Platz ist das ja eine Granate, aber auf was für ein Eimer, was für auf Deutsch gesagt für ein hier. Ja. Und dann andere Leute ganz, ganz anders. Tight End kommt rein, sagt, Mensch, wir spielen diese Woche gegen die und die, der wirft sowieso nicht. Gib mir mal diese Woche bitte die Handschuhe eine Nummer kleiner, weil sagt er, ich werde diese Woche blocken und dann brauche ich Gefühl in den Händen. Ah. Kriegst eben nochmal wieder einen anderen Einblick. Ja, glaube ich. Also ich finde das auch kulturell oder sehr wichtig für NFL-Scouts oder allgemein, dass es so gehandhabt wird, darauf geachtet wird, wie die Spieler Ja. sich auch menschlich verhalten und wie deren Lebensumfang bzw. die Menschen um einen herum sind und so weiter und so Denn fort. das ist ja heute mehr denn je das Problem, es lässt sich ja anhand von Gamefilms, Scouting Reports und so weiter, wie er sich innerhalb des Gridiron benimmt. Das ist ja in Anführungsstrichen relativ einfach. Aber was ist das denn? Was ist denn die soziale Komponente? Wie benimmt er sich in der Dining Hall? Hat der Stahlallüren oder Ja. wie viel gibt er beim Konditionstraining im Sommer oder wie viel Gas gibt er morgens um 7, bevor der Tag überhaupt anfängt im Kraftraum? Und das ist eben ein großes Bild aus vielen, vielen Teilen. Ja. Und so hat man natürlich die Möglichkeit, mehrere Teile abzudecken als Equipment. Du kriegst ihn mit außerhalb und du kriegst ihn auf der anderen Seite auch mit, wie er sich im Spiel bewegt, wie er sich auf dem Feld verhält und gibt dann auch so Situationen, dann kommt dann der Backup-Quarterback und sagt, I don't feel my helmet, I think I need a different model. Ja, du weißt genau, der hat jetzt gerade die Fernsehübertragung geguckt und hat in seinen Augen irgendwie doof ausgesehen mit dem Helm und jetzt möchte er einen anderen Helm haben.
look good, feel good, play good. Ja. Aber nein, ich glaube nicht, weil du wirst auch diese Woche nur der dritte Quarterback sein. Und Ja. wir haben den Helm für dich individuell angefertigt. Die werden dann inzwischen teilweise auch vermessen. Ja. Sagt er, du wirst dieses Jahr wohl mit diesem Helm spielen müssen. Wenn du nächstes Jahr um den Backup oder um den Starter-Posten spielst, dann sind wir nochmal wieder im Geschäft. Auch das immer natürlich musst du sehen, wie gehe ich mit dem um. Also Ja. wenn du da wirklich den Starting Left Bench. Nee, die Grabbelkiste mit den Sachen ist da vorne. So weit bist du noch nicht. Ja, Muss man. nein. Ja. Also grundsätzlich musst du ihnen ja allen die gleichen Mittel zur Verfügung stellen. Aber es wird da drüben eben schon ein Unterschied gemacht. Also an einem Game Day ist die Play Squad, das sind 60, 65 Mann, der kriegt zu jedem Spiel neue Handschuhe, dit, dat, jenes. Und dann die anderen, da ist es dann, die kriegen ja nicht ganz so viel Einsatzzeit oder sehen das Spielfeld maximal als Special-Teamer. Da ist dann, ich sag mal, 1B. Ja. Also die tragen jetzt hier nicht die getragene Wäsche vom Vorjahr, aber Klar. auch da wird ein Unterschied gemacht. Auf der anderen Seite ist das etwas, was mir immer viel Spaß macht, wenn du Jahr für Jahr darüber kommst. Du siehst, wenn du reinkommst, einige kenne ich natürlich, einige kenne ich nicht, weil sie sind neu. Du siehst es teilweise schon, wie sie sich entweder geben oder du siehst es einfach an der Körperlichkeit. Okay, Jung, du bist anscheinend gerade aus der Highschool, du bist zwar schon ganz gut dabei, aber wenn du hier das erste, zweite, dritte Jahr unter angeleiteter positionsspezifischer Kraftarbeit hinter dir hast, dann braucht er schon mal eine Nummer größer oder ist eben ganz anders dabei Ja. und gibt sich eben auch ganz anders. Das ist interessant, solche Leute wie eben wie den Mitch Morse, Ja. wie die sich im Laufe der Jahre entwickeln. Oder so ein Mann wie Drew Lock, der von jetzt auf gleich da ins kalte Wasser geschmissen wurde. Drew Lock, also was für ein Traum von einem Menschen, wie der mit Leuten umgeht und immer sagt, ja, natürlich bin ich hier auf dem Platz ganz vorne mit dabei und deswegen bin ich jetzt auch hoch gedraftet worden, aber einer, der so gar keine Allüren hat, der super natürlich, der Bitte und Danke und etwas, was für den normalen Menschen eigentlich die Regel sein sollte, aber da merkst du eben auch, wie Leute unterwegs sind und das ist so der Goldstandard, so ein Mann. Und habe dann da eben auch Wide Receiver erlebt oder Leute, die ihren sozialen Hintergrund eben nicht verdrängen können. Also Ja, ich habe den Defense Lineman, habe den im Sommercamp erlebt. Das war ein Mann unter Kindern, der hat da Tight End / Defense End gespielt, kam aus einem der finstersten Teile von St. Louis, East St. Louis, und hat da alles abgeräumt, aber hatte das schulisch nicht so ganz. Der musste nicht nur ein Jahr, der musste 2 Jahre Umweg über den JUCO drehen Ja. und kam dann wieder und hatte so eine Fresse. Ja, ist mir sowieso alles egal. Ich mache jetzt hier mein Jahr, dann bin ich Junior und dann bin ich Draft Eligible und dann kriege ich Six-Figure-Contract. Okay. Und da ist ihm der Wide Receiver Coach, der positionsmäßig mit ihm ja überhaupt nichts zu tun hat, hat ihm quer im Gesicht gehangen. Alter, wenn du zu blöde bist, deinen Namen unter den Vertrag zu schreiben, dann wird das wohl nichts. Denn du musst drüben ja einen gewissen Notendurchschnitt haben, um play-eligible zu sein. Und Richtig. dem Jungen haben sie nachher einen Assistant an die Seite gestellt, der sichergestellt hat, dass der wirklich seine ganzen Schultermine wahrgenommen hat. Auch nachmittags da Tuition, Nachhilfe und so weiter. Und Was natürlich für seine spielerischen Fähigkeiten gesprochen hat. Also das war also auf dem Platz war das eine Granate, aber er brauchte eben alle Hilfe, die er kriegen konnte, natürlich. um diese Spielberechtigung einhalten zu können. Ja, wurde hoch gedraftet und wurde in seinem ersten Jahr Defensive Rookie of the Year in der NFL. Also Wer war das? nicht ganz so Sheldon Richardson. Ach was, okay. Also das Junge, der Junge war mal Piece of Work. Ja. Aber die Arbeit hat sich anscheinend für alle gelohnt. Die Arbeit hat sich gelohnt, war aber auch einer, der uns Equipment-Leuten gegenüber immer für einen lockeren Spruch, also war einer geile Katze. Okay. Oder Typen, die haben das dann leider im nächsten Level nicht geschafft. Will ich nie vergessen, der kam rein. Ich sag, was ist das denn? Wer bist du denn? Und der Typ, Defense Lineman, der hat ein paar Wochen New England Patriots im Practice Squad das nur geschafft. Aber das war einer, der hatte immer
wenn er uns sah, dann wusste er, Mensch, die Jungs, die brauchen auch mal ein bisschen Motivation, auch wenn er selber einen schlechten Tag hatte. Immer freundlich, immer ein Lächeln. Aber er wusste auch, ja, mit denen darf ich mir das nicht verscherzen, weil ich brauche Übergrößen. Ja, Er wusste, verstehe. Ja, das ist eben so, und das ist das ist die Motivation an der ganzen Ja. Geschichte für mich. War es eigentlich auch immer, auch auf Vereinsebene richtig cool. mit den Jungs, da muss irgendwie eine Chemie klappen und das war damals bei Blau eben war auch außergewöhnlich.